7 Fakten und ein großer Irrtum. Änderungen für Rentner 2022. Neue Regierung, neuer Wind. Davon ist noch nicht viel zu spüren. Also offensichtlich hat Olaf Scholz noch keinen Plan zum Thema Renten. Wir schauen uns heute aber 7 Änderungen an. Und ja, die beiden schlechtesten Nachrichten gibt es am Ende des Videos. Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin, Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Drücke gern die Glocke, um alle Inhalte mitzubekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gebe einen Daumen nach oben. Hast du Anmerkungen, Fragen oder irgendetwas, bitte unten in die Kommentare schreiben. Punkt 1, die Rentenerhöhung. Die Rentenerhöhung steht ja zum 1. Juli 2022 an und viele Rentner warten schon gespannt auf die Höhe der Anpassung. Es wurde ja diese Wiedereinführung des Nachholfaktors geplant und wird wahrscheinlich auch durchgesetzt. Und dadurch fällt die Anpassung wesentlich geringer aus als ursprünglich angenommen. Über diese Einführung oder Wiedereinführung des Nachholfaktors habe ich bereits am 4. Januar diesen Jahres, also 2022, ein Video veröffentlicht. Den Link dazu stelle ich nochmal hier unter diesem Video zur Verfügung, wer da nochmal nachschauen möchte, was es mit diesem Nachholfaktor auf sich hat. Kommen wir zum Punkt 2, die Aktienrente. Bei der Aktienrente gibt es noch ganz viele Fragezeichen. Wie soll das Geld am Kapitalmarkt angelegt werden? Wer soll es verwalten? Also laut Koalitionsvertrag darf ja die Deutsche Rentenversicherung künftig ihre Rücklagen am Kapitalmarkt reguliert anlegen. Diese Nachhaltigkeitsrücklage soll der Stabilisierung des Beitragssatzes dienen. Sie muss natürlich liquide sein und kann nicht einfach in Fonds oder Aktien angelegt werden. Außerdem muss sie auch Rendite erwirtschaften. Und die Anlagevorschriften für den Aufbau eines solchen Kapitalstocks sind allerdings noch ungeklärt. Also wir müssen da wirklich abwarten, wie entschieden wird. Wie immer steht ja die Antwort in den Sternen geschrieben. Punkt 3, die Grundrente. Zum Thema Grundrente habe ich am 28. Dezember 2021 bereits ein ausführliches Video veröffentlicht. Den Link dazu stelle ich nochmal hier unter dieses Video. Auf jeden Fall ja die gute Nachricht, dass im Jahr 2022 abschließend alle Renten geprüft werden sollen, ob Anspruch auf Grundrente besteht oder nicht. Ja, es sollte ja schon ab 1.1.2021 losgehen und es gibt viele Rentner, die schon ja ungeduldig auf ihre Nachzahlung, auf ihren Anspruch warten. Wir können nur hoffen, dass wirklich im Jahr 2022 alles abschließend geklärt wird und die betreffenden Personen auch ihre wohlverdiente Nachzahlung bekommen. Kommen wir zum Punkt 4, die abschlagsfreie Rente ab 63. Das ist natürlich jetzt auch wieder nichts Positives. Für besonders langjährig Versicherte steigt die Altersgrenze für 1959 Geborene auf 64 Jahre und 2 Monate. Also für die, die ab 1960 geboren wurden, erhöht sich dann das Eintrittsalter weiter, bis im Jahr 2029 dann die Altersgrenze von 65 erreicht wird. Also dann kann man erst mit 65 als langjährig Versicherter in Rente gehen. Also naja, ist wie es ist. Punkt 5, die Erwerbsminderungsrente. Und hier gibt es mal etwas Positives. Wer im Jahr 2022 erstmalig eine Erwerbsminderungsrente erhält, der bekommt etwas mehr. Und zwar ist das bei der Erwerbsminderungsrente so, dass einmal Anrechnungszeiten und einmal Zurechnungszeiten zusammen addiert werden. Die Anrechnungszeiten, das sind die Zeiten, die betreffende Person eben selber zurückgelegt hat, wo selber Beiträge eingezahlt wurden als Arbeitnehmer oder eben durch Dritte, durch Krankenkasse, durch Arbeitsamt. Und dann gibt es noch die Zurechnungszeiten. Was sind Zurechnungszeiten? Also bei Zurechnungszeiten handelt es sich um Zeiten, die fiktiv festgesetzt werden. Also es wird so getan, als ob die Person, die jetzt Erwerbsminderungsrente bewilligt bekommt, bis zum regulären
Renteneintrittsalter gearbeitet hätte und auch Beiträge gezahlt hätte. Und das nennt man Zurechnungszeit. Und diese Zurechnungszeit, die hat sich jetzt nun wieder um einen weiteren Monat erhöht, was sich letztendlich positiv auf die Rentner auswirken, die 2022 erstmals eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Ja, dadurch haben sie eine bessere Absicherung. Also es ist nicht alles nur negativ. Ja, die schlechten Nachrichten, die beiden habe ich mir für zum Schluss aufgehoben. Punkt 6 sind die Neurentner. Neurentner sind die, die im Jahr 2022 erstmalig ihre Altersrente beziehen. Und da ist ja das Traurige dabei, dass nur 18% von der Bruttorente steuerfrei sind. Oder andersrum ausgedrückt, von der Bruttorente sind 82% steuerpflichtig. Ich weiß, dass das für viele ärgerlich ist und überhaupt nicht zu verstehen oder nachzuvollziehen ist. Ich mache die Gesetze nicht. Liebe Zuschauer, ich informiere euch darüber. Also alle, die in diesem Jahr erstmalig ihre Altersrente beziehen, haben nur noch 18% ihrer Bruttorente steuerfrei. Ich betone mal Bruttorente, weil viele immer fragen, Netto oder Brutto, nicht das, was ihr aufs Konto bekommt, sondern die Bruttorente, das Höhere, was nicht ausgezahlt wird, wo dann noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von abgehen. Kommen wir zum 7. und letzten Punkt. Und zwar handelt es sich hier um einen ganz, ganz großen Irrtum. Viele denken, wenn sie 45 Versicherungsjahre zurückgelegt haben, dass sie dann abschlagsfrei in Rente gehen können. Wäre für mich logisch, ist aber leider nicht so. Es ist wirklich ein großer Irrtum. Also abschlagsfrei in Rente kann man erst gehen, wenn man 63 Jahre und 4 Monate alt ist. Und hier, also ich habe da volles Verständnis für, fühlen sich wieder ganz viele betrogen. Es heißt ja abschlagsfrei in Rente nach 45 Versicherungsjahren. Nein, dann wird dann wieder diese Staffelung nach Jahrgängen eingeführt. Und es ist wirklich so, wer mit 45 Versicherungsjahren im Alter von 60 Jahren in Rente gehen will, muss leider, so bitter das auch ist, Abschläge in Kauf nehmen. Also 45 Versicherungsjahre und abschlagsfreie Rente bedeutet 63 Jahre und 4 Monate. Es ist traurig, aber es ist so. Ich möchte hier nur darüber informieren, dass viele sich keine falschen Hoffnungen machen. So, meine lieben Zuschauer, das waren jetzt mal 7 Punkte so im Überblick. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen etwas helfen konnte. Ich persönlich hoffe, dass die Regierung noch im Jahr 2022 sich wirklich um die Umsetzung der Steuerpläne aus dem Koalitionsvertrag macht und dass wirklich denn Zahlen, Daten, Fakten vorliegen. Also geplant ist ja einiges laut Koalitionsvertrag, was in Wirklichkeit umgesetzt wird. Das steht in den Sternen oder wie man auch sagen kann, in wunderschön undurchsichtigen Sätzen im Koalitionsvertrag formuliert. Es ist leider so. Liebe Zuschauer, Fragen, Anregungen, bitte unten in die Kommentare. Für heute alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Jutta Martin.